Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute geht es einmal nicht um eine Pfeife und auch nicht um einen Pfeifentabak, sondern es geht einmal mehr um ein Thema, das man trotz allem parallel mit dem Hobby Pfeife rauchen verbinden kann. Und zwar möchte ich euch heute ein Buch vorstellen, auch kein Buch aus der Pfeifenliteratur heraus, sondern vielmehr ein Buch der klassischen Weltliteratur, beziehungsweise etwas genauer genommen einen Roman. Und zwar ein Roman der Weltliteratur. Konkret möchte ich euch hierbei diesen Band vorstellen. Es ist von Ken Follett, der Roman Sturz der Titanen. Ken Follett wurde 1949 in Cardiff in Wales geboren und zählt bereits seit Jahrzehnten zu den ganz Großen der Weltliteratur. Er hat verschiedene Romane auf den Markt gebracht im Laufe der Jahrzehnte, darunter halt auch klassische Bestseller wie beispielsweise Die Nadel oder auch Die Säulen der Erde, die gerade dem jüngeren Publikum vielleicht eher bekannt sein dürften. Bei dem Roman Sturz der Titanen handelt es sich um den ersten Teil einer Trilogie, und zwar die sogenannte Jahrhundertsaga. Ken Follett erzählt hierin die Geschichte verschiedener Familien aus 3 verschiedenen Ländern, kurz vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg. Hierbei werden die Geschichten der Familien aus Russland, den Vereinigten Staaten von Amerika und auch verschiedenen Familien in Wales beziehungsweise in Großbritannien näher durchleuchtet und in geschickter Art und Weise eben mit den geschichtlichen Begebenheiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbunden. Und hier muss ich schon sagen, es handelt sich halt wirklich um eine historische Literatur, um einen historischen Roman und er versteht es wirklich vorzüglich, die wirklich geschichtlichen Begebenheiten hier mit den fiktiven Geschichten um die erfundenen Personen miteinander zu verweben und das Ganze zu einem großen Ganzen herauszubringen. Das Buch ist, wie ihr gleich sehen werdet, ein riesiger Wälzer. Es sind 1020 Seiten, verhältnismäßig klein geschrieben, auf recht dünnem Papier. Trotz allem, das Buch ist groß, meine Ausgabe hier ist gebunden und wer sich hierfür interessiert, dem kann ich nur empfehlen, schaut einfach mal nach im Internet auf den einschlägigen Seiten, eBay, Amazon oder auch auf anderen Seiten, wo man Bücher entsprechend günstig gebraucht bekommen kann. Dann kann man auch für wenig Geld in den Genuss einer gebundenen Ausgabe kommen, die doch gewisse Vorzüge hat. Und die möchte ich euch jetzt auch noch mal kurz zeigen. Meiner Meinung nach ist die Aufmachung des Buches sehr schön gestaltet. Hier sieht man ja wirklich den schön gestalteten Schutzumschlag des Buches, eben mit den großen Lettern Ken Follett und Sturz der Titanen, im Vordergrund ein historisches Fahrzeug. Die Rückseite, ebenfalls noch so ein bisschen mit der winterlichen Landschaft, schildert halt eben in kurzen Worten die Geschichte, die hier in diesem Buch erzählt wird. Was mir besonders an der Buchreihe hier, beziehungsweise an diesem speziellen Roman gefällt, das sind halt eben so diese leichten Auflockerungen, wie hier beispielsweise die Einleitung der einzelnen Kapitel, wo man halt eben historisch angehauchte Bilder sieht, die so ein wenig den ersten Eindruck vermitteln von dem, was man auf den nächsten Seiten zu lesen bekommen wird. Und man darf eben nicht vergessen, schwerpunktmäßig geht es hierbei um den Ersten Weltkrieg mit seinen Vorläufern und auch mit den Nachwirkungen auf die einzelnen Familien. Das Ganze kommt auch recht edel gestaltet daher. Die Seiten selbst sind zwar an sich recht dünn, doch das Ganze ist halt hier auch, wie man sehen kann, mit einem schönen goldenen Lesebändchen versehen, wirkt dadurch halt auch sehr edel und hebt sich doch ganz klar von der normalen oder von der trivialen Literatur ab, die oftmals halt auch als Taschenbuch erhältlich ist. Und man muss halt für sich selbst entscheiden, ob man die etwas edlere Ausgabe als gebundene Edition haben möchte oder halt eben bequem für unterwegs als Taschenbuchedition. Nun habt ihr gesehen, wie das Buch von innen aussieht, wie das Ganze so daherkommt. Ich muss schon sagen, es ist wirklich sehr schön aufgemacht. Auffallend ist aber halt trotzdem, der Lektor hat halt nicht perfekt gearbeitet. Hin und wieder findet man doch den einen oder anderen Tippfehler vor. Gut, aber da habe ich im Laufe der Jahre schon Schlimmeres erlebt. Davon abgesehen handelt es sich wirklich um eine sehr kurzweilige Literatur. Man wird wirklich von Anfang an in Beschlag genommen. Es ist Spannung, man möchte wissen, wie geht das Ganze weiter und vor allem halt auch die Tatsache, dass es einen realistischen, historischen Hintergrund hat, macht das Ganze erst recht lesenswert. Es ist in meinen Augen wirklich die angenehmste Art und Weise, sich mit der Geschichte der Welt zu befassen
Und der Erste Weltkrieg gehört halt nun mal wirklich zu den großen geschichtlichen Ereignissen, die ja einen mittleren Schatten bereits vorausgeworfen haben und die ja später dann mit dem Zweiten Weltkrieg eben brachial enden sollten. Doch dazu gibt es noch 2 weitere Bände. Band 2 wird sich halt eben in allererster Linie um die Zeit kurz vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg befassen, während sich halt eben der dritte Band schließlich um den Kalten Krieg handeln wird. Aber hier, wie gesagt, geht es nur um Sturz der Titanen, den ersten Band der Jahrhundert-Trilogie beziehungsweise der Jahrhundertsaga von Ken Follett. Aus meiner Sicht definitiv eine ganz klare Kaufempfehlung. Ken Follett ist nicht umsonst einer der Top-Autoren der Welt. Holt ihn euch, ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere mit Sicherheit das Buch schon gelesen haben wird. Ken Follett an sich dürfte eigentlich jedem ein Begriff sein. Das war es auch schon soweit von mir zur Vorstellung des Buches. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit eurem Pfeifen, euren Tabaken und mit euren Büchern. Wünsche euch weiterhin alles Gute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.